Heute wird's richtig heiß. Oh nein, ich hab das ganz kaputt gemacht. Mach Rührei. Ja, heute machen wir natürlich kein Rührei, sondern wir bauen einen Raketenofen. Dafür habe ich mir ein Vierkantrohr in den Maßen 100 x 100 x 3 mm und davon 1 Meter bestellt. Für das Gitter nehme ich eine 6 mm Edelstahlstange. Als erstes möchte ich das Gitter herstellen und dafür nehme ich jetzt hier 93 mm. Dann schneide ich die Stangen in 10 x 93 mm. 8 dieser Stangen lege ich dann nebeneinander. Zwischen den 8 Stangen lege ich 7 identisch dicke Reststangen als Abstandshalter. Diese 15 Stangen à 6 mm ergeben dann 90 mm Gesamtbreite. 93 bis 94 haben wir Platz im Rohr, also perfekt. Das Ganze klemme ich mit einer Holzleiste fest und schweiße die erste Seite. Dann einfach umdrehen und die zweite Seite schweißen. Ich benutze hier kein spezielles Schweißgerät. Ich habe einfach nur die Lichtbögen für euch rausgeschnitten, da ihr sonst nur ein weißes Bild hättet. Die Pläne gibt es nach wie vor kostenfrei auf meiner Webseite, jedoch nicht mehr als PDF zum Downloaden, sondern als eigene Webseite. Das hat für euch den großen Vorteil, dass ihr die Pläne nicht mehr ausdrucken oder aufs Smartphone herunterladen müsst, sondern könnt sie direkt in der Werkstatt online angucken. Als nächstes wird dann das große Teil entsprechend des Plans zurechtgeflext. Und haltet euch an den Plan, sonst reicht der Meter nicht. Wenn die ersten beiden Teile passen, kümmere ich mich nun um das dritte Rohr. Als nächstes zeichne ich noch die Öffnung für das Brennmaterialrohr an und flexe diese aus. Bei der Ausrichtung des Gitters waren mir 2 Punkte sehr wichtig. Zum einen sollte das Gitter leicht unterhalb des Brennmaterialrohrs liegen, damit das reinrutschende Holz nicht gegen die Schnittkanten der Stäbe rutscht. Und die oberen Stäbe müssen längs zur Rutschrichtung des Holzes liegen. Als nächstes habe ich im unteren Rohr den Schlitz für die Luftklappe eingearbeitet. Als Material habe ich ein Reststück von 1,5 mm Stärke genommen. Da müsst ihr einfach mal schauen, was ihr an Material zur Verfügung habt. Mit dem Abstand vom Schlitz zum Rohrende habe ich mich an den 6 mm Stangen orientiert. 2 davon schweiße ich dann als Führung für die Luftklappe ein. Hier müsst ihr natürlich darauf achten, dass die Stäbe an der oberen Seite angeschweißt werden, sodass man nachher einfacher die Asche rausholen kann. Die hintere Stange habe ich von innen geschweißt, die äußere schweiße ich nur von außen, sodass nichts die Klappe stören könnte. Dann habe ich noch eine kleine Scheibe als Griff angeschweißt, so richtig schön fest, um sie danach gleich wieder abzuflexen. Weil eigentlich wollte ich ganz besonders clever sein und diesen spitzen Winkel ganz bequem von innen schmeißen. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall hat das super funktioniert und weil die Schweißnaht am 135 Grad Winkel ist, hat sich das auch null verzogen. Dann konnte ich den Rest anheften, schweißen und schleifen. Und so schaut das Ganze soweit aus. Für den Fuß habe ich ein 15 x 15 mm Vierkantrohr und ein altes rostiges 25 mm Rohr genommen. Den Rost habe ich dann vor der Tür entfernt und anschließend 2 x 60 cm für die, ja, heißt das Kufen, abgeschnitten. Ja, jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum 60 cm, wenn der Ofen doch nur 30 tief ist. Ganz einfach, ich wollte, dass das Brennrohr, wo letztlich auch die Pfanne oben drauf steht, genau mittig über den Füßen sitzt. Dann habe ich überlegt, wie ich am besten die offenen Enden der Rohre zu bekomme und bin dann auf ein paar alte Schrauben gekommen, die ich da einfach ranschweiße und anschließend schön rund schleifen kann.
Dann könnt ihr euch wieder an den Plan halten und das Vierkantrohr entsprechend anzeichnen. Da die Winkel der kleinen rausgeflexten Keile höchstwahrscheinlich nicht stimmen, habe ich das wie hier zu sehen ausgerichtet und gut fixiert, so dass sich das beim Schweißen hoffentlich nicht mehr verzieht. Als nächstes habe ich dann mit Hilfe hochkomplexer Berechnungen die optimale Position der Streben berechnet, also so mit Pi mal Daumen und so weiter. Wenn das Gröbste erstmal verschweißt ist, dann nimmt das ganze Ding langsam Form an. Da ihr immer wieder kommentiert, dass meine Bauten auch mal etwas Farbe vertragen könnten, bekommt ihr dieses Mal Lack drauf. Dafür habe ich einen günstigen Hochtemperaturlack vom Discounter meines Vertrauens genommen. Als nächstes wollte ich noch ein einfaches Kreuz haben, das man bei Bedarf draufsetzen kann. Dieser Aufsatz ist gut für Pfanne oder Topf geeignet. Ich habe auch noch weitere sinnvolle Aufsätze im Kopf. Die werden wir dann in einem der kommenden Videos bauen und testen. An dieser Stelle hatte ich befürchtet, dass die Pfanne nicht sicher genug darauf steht. Deswegen wollte ich dann eine weitere Strebe einbauen. Die soll dann auch gleichzeitig verhindern, dass die Flamme zu nah an den Plastikgriff der Pfanne kommen könnte. Leider hat das nur bedingt funktioniert, da nun der gesamte Aufsatz kippelt. Hier wären engere Schlitze wahrscheinlich besser gewesen. Aus dem rausgetrennten Stück für das Brennmaterialrohr habe ich dann noch ein Drückstück für das Holz und einen Ascheschieber gebaut. Mit dem Griffende des Ascheschiebers wollte ich dann auch die Luftklappe schieben können, falls diese im Betrieb zu heiß werden sollte. Der erste Versuch mit einer Unterlegscheibe hat dann nicht so gut funktioniert, deswegen habe ich die Idee dann wieder verworfen und das Ende einfach abgewinkelt. Das funktionierte dann auch schon wesentlich besser. So, hier seht ihr jetzt mal eine Echtzeit-Temperaturmessung. Ist jetzt natürlich nicht so extrem schnell, aber man darf auch nicht vergessen, ich habe da jetzt wirklich nur sehr kleine Äste und Zweige drin. Also das war wirklich nur ein kleiner Testlauf. Wenn ich den, glaube ich, richtig anballer, dann geht das dann noch mehr ab. Ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr diesen Kanal abonniert und ein Like dalasst. Und ansonsten fleißig kommentieren und bis zum nächsten Mal.